liebe Mitglieder der FAU, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, wir befinden uns derzeit in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Uns erreichen in der Universitätsleitung viele, viele Fragen besorgter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da wir die Expertise im Haus haben und die Corona-Krise von unserem Universitätsklinikum auch sehr eng begleitet wird, freut es mich ganz besonders, dass sich sehr spontan unser Kollege Professor Dr. Christian Bogdan für ein Gespräch zur Verfügung stellt. Professor Bogdan ist Mikrobiologe und Immunologe und bei uns am Universitätsklinikum für die Hygiene zuständig. Lieber Christian, meine erste Frage an dich: Wie sahen bei dir die letzten Tage aus? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du gut beschäftigt bist. Ja, absolut. Also die letzten Wochen haben meine Mitarbeiter und ich im Bereich der Krankenhaushygiene sich eigentlich nur um das Thema Covid und SARS-CoV-2 gekümmert. Und es ist sicherlich eine extreme Fokussierung auf diesen neuen Erreger. Und wir sind alle natürlich auch belastet durch die Unsicherheiten, die wir letztlich auch anerkennen müssen. Niemand von uns weiß genau, wie die Situation sich weiterentwickeln wird. Wie schätzt ihr denn in unserem Klinikum die gegenwärtige Lage in Deutschland ein? Es gibt innerhalb von Deutschland sicherlich große Unterschiede bisher in der Frage der Inzidenz der Erkrankung, auch in der Frage der Inzidenz der nachgewiesenen infizierten Patienten. Wir hatten jetzt bisher bei uns am Klinikum im Schnitt vielleicht 2 bis 4 Patienten auf einer speziell ausgewiesenen Station, wo die Patienten isoliert werden. Aber wir gehen sicherlich davon aus, dass diese Zahl sich jetzt in den nächsten Wochen massiv verändern wird. Und dementsprechend ist das gesamte Universitätsklinikum bereits seit etlichen Wochen massiv dabei, sich auf diese Situation auch vorzubereiten. Wir treffen uns sehr regelmäßig in einem sogenannten Krisenstab, der genau diese Fragen natürlich jetzt speziell adressiert. Wie können wir die Bettenkapazitäten aufbauen? Wie viel haben wir überhaupt zur Verfügung? Wie kommen wir an die entsprechenden Pflege- und Hilfskräfte ran, die man dann auch benötigt, um die Patienten zu versorgen? Wie positionieren wir uns innerhalb vom Klinikum, um auch sicherzustellen, dass keine Weitergabe des Erregers stattfindet? Das ist ja eigentlich eine unserer größten Sorgen, dass im Zuge der Behandlung von Patienten entweder weitere Patienten mit dem Virus konfrontiert werden oder auch Mitarbeiter. Und dementsprechend werden alle nochmal sehr eindringlich auf das eigentlich hingewiesen und geschult, was längst und schon immer etabliert ist, nämlich die entsprechende Krankenhaushygiene in hoher Intensität umzusetzen. Wir haben ja sehr viele Maßnahmen auch an der FAU ergriffen. Wir haben dazu aufgerufen, so weit als möglich ins Homeoffice zu gehen. Wir haben einige Bereiche auch gesperrt. Wir haben lange über auch die Sperrung des Botanischen Gartens und des Schlossgartens gesprochen. Deine Bewertung, findest du, wir sind an einigen Stellen auch etwas übertrieben vorsichtig? Ja, im Prinzip, das ist auch ein Thema, was auch unter Experten sehr, sehr intensiv diskutiert wird. Wie weit ist es sinnvoll, Menschen im Endeffekt von ihrem normalen Arbeitsplatz fernzuhalten, nach Hause zu schicken? Da gibt es natürlich mehrere Dimensionen der Diskussion. Die eine ist, kann die Person überhaupt von zu Hause aus die Arbeit erledigen, die vielleicht für das Klinikum in unserem Fall dringend notwendig ist. Der zweite Aspekt ist, was passiert, wenn jemand zu Hause ist und dann eben gerade mal nicht mehr seiner regulären Tätigkeit in immer ein und derselben Arbeitsgruppe nachgeht, sondern stattdessen natürlich dann auch andere Freiräume hat, die ihm möglicherweise sogar noch mehr exponieren, je nachdem, wie er sich in dieser Zeit verhält. Und für uns am Klinikum ist natürlich ganz besonders bedeutsam, wir müssen sehr, sehr darauf achten, dass jetzt nicht nur Pflegekräfte und Ärzte vorhanden sind, sondern natürlich auch die ganze Infrastruktur, die ein solches Klinikum benötigt, weiterhin hervorragend funktionieren. Um mal ein Beispiel zu liefern: Wir müssen permanent jetzt dafür sorgen, dass natürlich der entsprechende Nachschub an zum Beispiel Schutzausrüstung da ist, aber auch natürlich an Medikamenten. Denn wir haben ja nach wie vor auch viele, und wenn es auch weiterhin haben, andere schwerkranke Patienten. Und die können ja nur versorgt werden, wenn alles funktioniert. Das heißt also von der Materialwirtschaft über die Beschaffung innerhalb der Apotheke bis hin natürlich auch zum technischen Dienst. Also wir können eigentlich praktisch niemanden nach Hause schicken, sondern wir sind auf jeden angewiesen. Deine persönliche Bewertung, sind wir an einigen Stellen etwas zu hysterisch? Also ich denke, der Begriff der Hysterie ist sicherlich negativ belastet.
Und insofern versuche ich den eigentlich zu vermeiden. Ich würde mal eher sagen, Menschen sind, auch wenn etwas Neues passiert und was Neues kommt, erstmal angstbeladen und denken natürlich dann auch immer an die schlimmste Variante. Und aus dieser Angstbeladenheit, da kann dann natürlich schon auch mal so eine Art Fluchtreflex und Fluchtbewegung resultieren. Und ich würde schon sagen, wir als Universität, und dann nehme ich jetzt wirklich beides zusammen, die beiden Verwaltungseinheiten, Organisationseinheiten, Universität und Universitätsklinikum, wir haben auch innerhalb der Gesellschaft aus meiner Sicht wirklich eine hohe Verantwortung, um dazu beizutragen, dass hier die Charakteristika des besonnenen Handelns auch in die Öffentlichkeit transportiert werden und nicht etwa ausgehend von einer akademisch gebildeten Population oder Teilpopulation noch mehr Verunsicherung generiert wird. Also darin sehe ich eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Universität und eines Universitätsklinikums, auch dazu beizutragen, die Dinge auf die Ebene der Rationalität und Besonnenheit zurückzuführen und nicht dazu beizutragen, dass die Unsicherheit noch größer wird. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den wir auch versuchen, in der Universitätsleitung vorzuleben. Also ich führe weiterhin Ernennungen durch, halte mich an die vorgegebenen Regeln, 2 Meter Abstand, regelmäßig Hände waschen, keine Hände schütteln. Der Minister wird uns auch am 2. April vor Ort besuchen, auch um zu zeigen, dass man in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, unter Berücksichtigung der entsprechenden Hygienevorschriften sich auch sehr sicher bewegen kann. Also ich meine auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben Stand heute, 20.03., über 15.000 Infizierte in Deutschland. Wenn man sich die Todesfälle anschaut, dann sind wir im Verhältnis zu anderen Ländern etwas besser gestellt in Deutschland. Wir haben weniger Tote. Woran liegt denn das? Ja, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Im Endeffekt bei dieser Berechnung Zahl der diagnostizierten, nachgewiesenen, registrierten Fälle und Zahl der registrierten Todesfälle, da wird gerne der Fehler gemacht, dass man im Endeffekt meint, das ist auch automatisch die Zahl derer, die infiziert ist oder gewesen ist. Das heißt, wir haben mit Sicherheit in unserer Gesellschaft eine wesentlich höhere Anzahl von Infizierten. Also ich persönlich würde wirklich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich Faktor 10 mindestens höher ist. Faktor 10? Ja. Und das ist schon mal eine wichtige Botschaft. Also wenn man quasi sagen will, wie ist die Infektionsmortalität, dann muss ich eigentlich wissen, wie groß ist die Zahl der Infizierten. Wenn ich dagegen von der Fallmortalität ausgehe, dann würde ich das rein beziehen auf die klinisch Erkrankten und entsprechend Diagnostizierten. Jetzt kommt da ein Faktor dazu. Wenn man jetzt natürlich sehr viel testet, ja, und wir haben natürlich jetzt auch bei uns, und es wird hier wahrscheinlich nicht anders sein, immer wieder Konstellationen, wo dann jemand die Hand hebt und sagt, ich möchte jetzt da einen Test haben, weil ich die und die Anamnese habe und die Vorgeschichte oder halt den und den Kontakt. Und wenn man relativ viel natürlich testet, dann passiert im Prinzip natürlich auch die Situation, dass man dann was findet im Einzelfall. Ja. Und insofern muss man immer die Frage stellen, wie viel wurde eigentlich getestet? Und wenn man natürlich nur die testet, die jetzt schwer krank sind und als vorbelastete, vielleicht auch mit Grunderkrankungen bereits versehene Patienten ins Krankenhaus kommen, dann passiert das, was man jetzt in Italien natürlich auch sieht. Ja, die haben eine wesentlich höhere Fallmortalität, ohne dass man natürlich jetzt weiß exakt, wie viel haben zum Beispiel harmlose Verläufe, die nie in einem Krankenhaus aufgelaufen sind. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist natürlich, wenn man erstmal eine sehr große Fallzahl hat, die man dann medizinisch versorgen muss in einem Klinikum, dann würde es im Falle des Falles schon dazu kommen können, dass man irgendwann, egal wie der Ausgangspunkt ist, auch in eine Phase der Überlastung kommt und vielleicht auch nicht mehr jeden Patienten so behandeln kann, wie man das bei einer niedrigen Fallzahl machen kann. Und das ist das, was jetzt in Italien, in der Lombardei speziell eben sich ereignet hat. Und natürlich gibt es da noch weitere Faktoren. Das geht dann weiter mit der Frage, wie viele Ärzte sind im ambulanten Hausarztbereich zum Beispiel zur Verfügung stehend. Werden die Patienten frühzeitig erkannt oder kommen die dann erst ins Krankenhaus, wenn es ihnen schon ganz, ganz schlecht geht? Ja. Wir haben ein ganz anderes Hausarztsystem. Wir haben wesentlich mehr Ärzte in Deutschland auch, ja, also sicherlich Faktor 3 mehr Ärzte. Wir haben auch mehr Intensivplätze.
Also das sind alles Faktoren, die natürlich dann auch dazu beitragen können, dass in einer Extremsituation die Mortalität dann steigt, und man darf sich jetzt nicht hinstellen und sagen, das kann bei uns nicht passieren. Das kann vielleicht nicht zur gleichen Zeit passieren. Ja? Und das sieht man ja auch. Wir haben jetzt 15.000 diagnostizierte Fälle ungefähr, Patienten. Und da sieht es jetzt zu diesem Zeitpunkt besser aus, als es in Italien aussah, bei dieser exakt gleichen Zahl. Also das heißt, die Maßnahmen, die getroffen wurden, greifen offensichtlich? Sagen wir so, wir sind in der Lage, mit einer solchen Zahl von diagnostizierten Fällen in ganz Deutschland wohlgemerkt jetzt, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Unterschied, ja, also in welcher Region, in welcher Intensität welche Zahl auftritt, damit sind wir jetzt erstmal in der Lage, klinisch, medizinisch umzugehen. Aber wenn das jetzt dann mal sehr deutlich mehr ist, dann sollten wir uns nicht auf die Position stellen und meinen, dass das für uns alles immer kein Problem sein wird. Ja. Wir hatten an der FAU und unserem Universitätsklinikum bisher erst einen Fall im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Also wir sind hier mit den Maßnahmen anscheinend auch sehr, sehr wirksam unterwegs. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, wie infektiös ist das Coronavirus eigentlich? Bin ich sicher, wenn ich den Abstand einhalte, wenn ich die Türklinken mit einem Taschentuch nutze und Ähnliches? Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen. Der klassische Übertragungsweg von sogenannten respiratorischen Viren, also Viren, die über die Atemwege befallen und dann auch entsprechend durch Tröpfcheninfektion weitergegeben werden. Der klassische Übertragungsweg ist natürlich dann über die Luft, über die Tröpfcheninfektion, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe. Und da unterscheidet sich jetzt erstmal das Coronavirus auch nicht von anderen respiratorischen Viren. Also wie Grippeviren. Wie zum Beispiel jetzt Influenza-Viren. Und man kann natürlich jetzt Berechnungen anstellen, und es wurde natürlich jetzt auch rauf und runter gemacht, basierend auf entsprechenden Infektionsketten. Wie hoch ist die sogenannte Basisreproduktionszahl? Das ist so ein Terminus, der jetzt auch durch die Medien mittlerweile kursiert. Also wie viel Menschen steckt ein Infizierter an in der Phase, wo er noch nicht erkannt ist oder eben noch nicht diagnostiziert ist und dementsprechend auch noch keine Maßnahmen der Verhinderung der Weitergabe ergriffen worden sind. Und da ist es im Schnitt vielleicht bei diesem Coronavirus jetzt Faktor 3. Ja, also aus einem werden dann 3 Patienten. Bei der Influenza hängt es eigentlich sehr davon ab, welche Influenza-Welle und welches konkrete Influenza-Virus man betrachtet. Aber die meisten Experten gehen jetzt schon davon aus, dass es etwas niedriger ist, vielleicht Faktor 2 bis 2,5. Ja. Da stellt sich aber die Frage, vor den Maßnahmen oder jetzt aufgrund der Maßnahmen? Das wäre jetzt erstmal das, was normalerweise passiert, wenn ich keine Maßnahmen ergreife. Ne? Wenn ich natürlich jetzt jemanden absondere, der jetzt erkrankt ist, dann sollte der im Idealfall niemanden anstecken. Wenn wir im Klinikum adäquat den Patienten versorgen und die Pfleger, die Ärzte alle Maßnahmen ergreifen, die sie ergreifen müssen, dann dürfte von denen sich keiner infizieren. So, jetzt wissen wir natürlich alle, nicht alles kann perfekt sein, aber wenn das so läuft, dann hat man damit erstmal die Infektkette unterbrochen, und das ist ja auch der Grund, warum man dann Patienten, die jetzt milde erkrankt sind, in die häusliche Isolation schickt, damit die halt nicht jetzt hier in der Öffentlichkeit spazieren gehen und weil sie sich vielleicht noch relativ gut fühlen, das kennen wir ja alle, jeder von uns war schon mit 38 Fieber an der Uni, und eben weitere Menschen infizieren. Ne? Das heißt also, man kann das schon sehr gut unterbrechen, und das Gleiche gilt auch für diese Kontaktübertragung jetzt über Flächen. Ja? Also das Wichtigste ist sicherlich die Tröpfcheninfektion, aber das Virus kann auch auf Oberflächen für eine gewisse Zeit überleben. Da muss man auch vorsichtig sein, weil die Experimente gemacht wurden, die sind natürlich unter ganz anderen Kautelen gemacht. Also niemand gibt jetzt eine Virussuspension da in einer großen Konzentration auf deinen Schreibtisch und lässt da mal das eine Stunde eintrocknen, und dann komme ich hinterher und kipp Wasser drauf und verrühre das wieder auf und stecke mir das in den Mund. Ja? Ich meine, das wird jetzt niemand machen. Aber natürlich kann es auch über Türklinken durchaus übertragen werden. Wenn der Betreffende vorher jetzt gerade geschnieft hat und buchstäblich seinen Nasenschleim noch an den Fingern hätte, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dann ist auch so eine Übertragung natürlich über Schmierinfektion denkbar. Ich selber bin dazu übergegangen, bargeldlos zu bezahlen. Ja, das mit dem Geld ist ja eine uralte Diskussion. Also ob das jetzt Viren sind, ob das Bakterien sind, das Geld wurde immer gerne damit in Zusammenhang gebracht. Da gab es auch, ich habe jetzt irgendwann es aufgegeben, das zu recherchieren, immer wieder ganz spannende Untersuchungen, was man auf Geld findet und was man nicht findet.
Da hängt es dann damit zusammen, aus welchem Metall letztlich das Geld besteht. Grundsätzlich muss ich sagen, wichtig ist, dass man halt seine Händehygiene betreibt. Und es gibt ja so ganz einfache Grundregeln, wenn die Menschen nach Hause kommen, sei es vom Einkauf oder von der Arbeit, dass halt der erste Schritt auch ist, sich ausgiebig mal die Hände zu waschen. Und da gibt es eine gute Nachricht. Das Virus ist ein sogenanntes behülltes Virus. Das heißt, es hat also eine Hülle, die empfänglich ist gegenüber Detergenzien, also gegen Seife und Spülmittel. Das heißt, wenn man da mal so eine halbe Minute sich intensiv die Hände wäscht, dann ist das für das Virus also ganz ungünstig. Also aber das sind ja schon mal gute ich meine, deswegen ist es, man kann es nicht oft genug betonen, auch bei allen anderen Virusinfektionen, da gab es immer, und das hat man sicherlich auch in seinem Kreis beobachten können, immer Menschen, die sind da rumgekommen um diese Infektion. Und da gibt es zwei wichtige Ursachen. Das eine ist die individuelle Abwehr, über die wird im Moment ja praktisch gar nicht gesprochen. Mhm. Es wird definitiv Menschen geben, die entwickeln 0 Symptome, die werden das mit ihrem angeborenen Immunsystem, wenn die diesen Erreger kontrollieren. Ja. Und dann gibt es Menschen, die sind so sorgfältig und akribisch in ihrer Haushaltshygiene im Sinne von nach Hause gehen, Hände waschen, bei der Arbeit, nach der Toilette oder halt auch mal untertags dann, was wir jetzt alle ja, denke ich, mehrfach gehört haben. Und das trägt natürlich dazu bei. Und dann, was auch wichtig ist, ist halt die Frage, mit wem mische ich mich am Tag und wie oft. Mhm. Ja, und da sind wir dann bei der Prävention durch Einschränkung natürlich der sozialen Kontakte. Aber da dreht sich vor allem um die Einschränkung auch der unbekannten sozialen Kontakte. Ich meine, ich lebe ja auch jetzt mit der Familie zusammen und wenn sich jetzt alle an so eine Regel halten, dann ist es natürlich erstmal ein geringes Risiko. Aber wenn jetzt jeder von den Familienmitgliedern wieder 10 andere Leute jeden Tag bei sich ins Zimmer einlädt, ja, und da Party feiert, dann wird es ganz schwierig. Ja. Mhm. Im Moment boomt auch das Geschäft mit der Hoffnung. Ich meine, gestern ging auch durch den Medien, wir versuchen bereits vorhandene Medikamente zu nutzen, um das Coronavirus zu bekämpfen. Glaubst du wirklich, dass es da Hoffnungsträger unter den vorhandenen Medikamenten gibt? Naja, das ist ja ein ganz spannender Punkt, wenn man sich überlegt. Man ist auf der Suche nach einem neuen Medikament für jetzt diesen neuartigen Erreger. Das ist eine irre Herausforderung. Man muss ja zum ersten Mal in vitro erstmal eine Wirksubstanz finden. Das geschieht vielleicht noch relativ schnell, ja, weil wir haben quasi Datenbanken, wo man vielleicht schon vorselektionieren kann durch Computermodelle. Dann gibt es natürlich auch Wirkstoffbanken. Ja. Also wir haben ja Institutionen in Deutschland, die haben also irre Sammlungen an Wirkstoffen. Und das wäre wahrscheinlich sogar gar nicht so schwierig, da mal eine Substanz zu finden. Nur der zweite Schritt ist ja, kann ich diese Substanz beim Menschen einsetzen? Und da müssen ja Bedingungen erfüllt sein, wie verteilt sich diese Substanz im Körper, wie toxisch ist die, hat die eine große therapeutische Breite. Das heißt also, ist die Differenz zwischen der Konzentration, wo diese Substanz wirksam ist gegen den Erreger, und die Konzentration, wo diese Substanz Schädigungen auslöst, ist die groß, diese Distanz, oder ist die klein? Und dann geht es natürlich auch immer um die Frage, kann ich die Substanz in jeder Altersgruppe einsetzen? Hat die vielleicht Interaktionen mit anderen Medikamenten? Man muss ja daran denken, dass die Menschen, die besonders gefährdet sind, die nehmen andere Medikamente. Und ist das überhaupt kompatibel? Und da fallen dann ganz viele Substanzen raus. Von der Wirksamkeit in vivo ganz zu schweigen. Ich meine, in vitro, da habe ich ein geschlossenes System. Da habe ich meine Zellkultur, da gebe ich das Virus dazu, dann gebe ich die Substanz dazu und dann kann ich sehen, das Virus vermehrt sich nicht mehr. Toll. Ja. Aber ob das auch in vivo passiert, ist ja die große Frage. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn ich natürlich jetzt auf Substanzen zurückgreife, die wir schon in der klinischen Anwendung haben, dann besteht natürlich die Möglichkeit zu schauen, ob die gegebenenfalls auch eine antivirale Aktivität haben, jetzt speziell gegen das Coronavirus. Das läuft heute unter diesem Begriff des Repurposing, also neue Zweckanwendung. Ja. Und das ist schon ein Weg, den man ernsthaft beschreiten sollte, gerade in einer Situation, wo es schnell gehen muss. Ob man da Glück hat, dass da eine Substanz dabei ist, die diese Kriterien dann erfüllt, der Wirksamkeit und natürlich auch der Verträglichkeit. Das muss man wieder sehen, aber man hat natürlich einen Schritt schon mal voraus, nämlich man kennt die Pharmakokinetik, wie man das nennt, also die Verteilung.
Man kennt auch, wie die Substanz abgebaut wird, weil man sie eben aus anderen Krankheitsbildern heraus studiert hat. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit arbeiten wir in unseren Forschungslabors an diesen Fragestellungen? Ist die FAU beteiligt an der Entwicklung eines Impfstoffes? Ja, da gibt es im Virologischen Institut und auch in verschiedenen immunologischen Arbeitsgruppen absolut nicht nur Ideen, sondern auch faktisch Experimente, wo es genau in diese Richtung geht, entweder Entwicklung eben eines Impfstoffes, beziehungsweise auch Definition von Komponenten des Virus, die speziell eine gute Immunantwort auslösen. Es gibt auch Arbeitsgruppen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man zum Beispiel sehr gute neutralisierende, virusbindende Antikörper entwickeln, ja, also entweder induzieren in einem Tiermodell oder später dann auch eben speziell humane Antikörper generieren. Da gibt es heute auch genetische Methoden, die es uns erlauben, solche Antikörper herzustellen. Und die könnte man da zum Beispiel dann auch im Sinne einer passiven Immunisierung einsetzen. Vielleicht nochmal eine Zahl. Wie lange dauert es im Mittel, bis man einen Impfstoff hat, den man dann auch in der Fläche einsetzen kann? Gut, das ist ja quasi das, was uns auch in der Ständigen Impfkommission immer wieder natürlich massiv bewegt, wenn es um die Neuentwicklung von Impfstoffen geht. Und da sind wir wieder ähnlich wie bei der Medikamentenentwicklung bei zwei ganz kritischen Punkten. Das eine ist natürlich die Frage der Wirksamkeit. Kann man quasi Daten liefern, dass dieser Impfstoff überhaupt schützt? Das wäre jetzt im Falle von Corona nicht so schwierig, weil wir entsprechend viele Erkrankte haben. Wenn ich jetzt eine seltene Erkrankung habe, dann scheitert es ja oft daran, dass ich die Wirksamkeit in normalen Feldstudien gar nicht nachweisen kann, weil ich einfach nicht genügend Kranke finde, um nachweisen zu können, dass der wirklich hemmt. Und das Zweite ist halt wieder die Verträglichkeit. Und da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man jetzt nicht einen Impfstoff generiert, der zwar schützt, aber vielleicht auch mal eine Nebenwirkung hat. Und deswegen versucht man dann auf Konzepte zurückzugreifen, die schon etabliert sind. Und da wäre natürlich dann eine Idee, ob man da auch quasi über die Zulassungsbehörden einen, ich nenne es jetzt mal salopp formuliert, einen gewissen Abkürzungsweg gehen könnte. Ja, aber nochmal für die Mitglieder der FAU, die sich ja auch mit der Frage auseinandersetzen, bis wann ist so ein Impfstoff verfügbar? Was ist realistisch? Ein Mittelwert, ja. Ich meine, niemand wird dann das, was du jetzt sagst, später herausziehen und sagen, was ist denn jetzt? Wo bleibt er denn? Im Endeffekt denke ich, ist die Mehrheit der Wissenschaftler, die jetzt direkt oder indirekt mit dieser Frage zu tun haben, irgendwo auf der Schiene zu argumentieren. Es wird mit Sicherheit bis ins nächste Jahr dauern, bis ein solcher Impfstoff wirklich da ist, in all seiner, ich sag mal, umfassenden wissenschaftlichen Aufarbeitung wird es wahrscheinlich noch viel länger dauern. Aber wir können nicht darauf hoffen, dass wir jetzt einen Impfstoff in 3 Monaten haben. Also ich glaube, das ist unrealistisch. Ja, aber das heißt wiederum, wie soll es denn bei uns hier an der FAU, wie soll es in Bayern, wie soll es in Deutschland weitergehen? Wir können den Zustand, den wir jetzt im Moment haben, ja nicht für die nächsten Monate uns vorstellen. Ja, das ist ja genau der Punkt, der auch viele umtreibt, die auch vielleicht zurückhaltender argumentieren mit der Frage, wie scharf sollen die Maßnahmen sein, die jetzt im Sinne der Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen worden sind. Denn da spielt ja sofort die Frage mit, wie lange kann man sowas durchhalten. Ja? Also infrastrukturell von den Personen her, die das alles mitspielen müssen. Und im Moment ist es sicherlich so, dass die Vorstellung existiert und die würde ich auch unterstützen, dass man versucht, die Zahl der Erkrankungen pro Zeiteinheit, dass man die möglichst versucht niedrig zu halten und dadurch halt eine Situation generiert, dass die Zahl der Erkrankten sich über einen längeren Zeitraum verteilen, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Denn auch wir sind nicht davor gefeit, dass es zu einer Überlastung auch unseres Gesundheitssystems kommen kann. Wir haben kürzlich im Krisenstab darüber auch selbst Modelle entwickelt bzw. durchgerechnet, mit wie vielen Erkrankungen wir denn rechnen können bei der und der Infektionssituation pro Zeiteinheit. Und da muss man ganz klar sagen, dass es ein guter Gedanke ist und eine gute Idee ist, das zu prolongieren, also zu verlängern.
Und deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein jetzt mit der Stringenz und der Stärke der Maßnahmen, die man gegenüber der Bevölkerung ergreift. Weil, wie du ja schon andeutest, wir können jetzt nicht dauerhaft alles irgendwie schließen, nur um vielleicht Infektketten in der Öffentlichkeit zu unterbinden. Das wird aus meiner Sicht nicht in dieser kompletten Umfänglichkeit über Monate funktionieren, sondern es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man jetzt versucht, mal ein erstes vielleicht Plateau zu erreichen, wo also kein weiterer Anstieg erstmal da ist. Und dann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass man dann wieder ein bisschen mehr Freiheit zulässt. Und dann wird wahrscheinlich wieder eine Welle zum Beispiel kommen. Aber über welche Zeiträume sprechen wir da ganz Wir sprechen aus meiner, ich meine, das ist jetzt wirklich meine Meinung, die im Endeffekt jetzt auch nicht, wo ich nicht sagen möchte, damit habe ich, oder dafür habe ich jetzt exakte Daten, wo soll ich sie denn her haben? Niemand hat diese Daten. Ja. Wir sprechen mit Sicherheit über einen Zeitraum, der uns über diesen nächsten Winter auch begleiten wird. Ja. Und es ist ja auch verständlich. Ich meine, auch bei Influenza ist das nicht anders. Ja, auch da werden wir immer wieder mit Infektionswellen konfrontiert, obwohl wir da einen Impfstoff haben, den müssen wir immer wieder neu anpassen, weil da ein Nachteil existiert. Das ist auch ein wichtiger Unterschied, dass die Influenza immer wieder sich verändert. Das ist jetzt bei diesem Coronavirus erstmal nicht zu erwarten. Also ich glaube nicht, dass wir im Sommer irgendwie sagen können, so, jetzt ist alles vorbei. Ja. Das wäre also aus meiner Sicht vermessen und gut, spekulieren kann man immer, aber ich sehe keine Basis für so eine Spekulation. Das heißt, wir rechnen auch mit Einschränkungen im Sommersemester, im Vorlesungsbetrieb. Ich meine, wir werden die Hörsäle nicht vollpacken können, wie wir das in der Vergangenheit Wir werden uns überlegen haben. Müssen, und jetzt kann man vielleicht auch mal aus jeder Krise kann man ja auch irgendwas Positives ableiten. Ja. Wir werden ja jetzt gnadenlos eingeholt von der Frage, wie digital ist unsere Welt und wie sind wir in der Lage, Dinge auch zu substituieren, zu ersetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht von diesen Vorlesungen mit 400 Leuten in einem Raum über 2 Stunden erstmal absehen und stattdessen in eine digitale Form der Vorlesung übergehen und dann aber zum Beispiel mehr Unterricht in kleineren Gruppen machen, wo man auch eben in diesem lockeren Rahmen sitzen kann. Und das darf man ja dann auch wirklich nicht dramatisieren. Ja? Also ich finde es jetzt auch eine falsche Reaktion, dass Menschen sich jetzt gar nicht mehr treffen. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt so geartet wäre, dann dürfte ich jetzt mit dir hier nicht sitzen. Ja? Ja. Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, das ist auch irgendwann irreal. Ja? Und deswegen müssen wir da eine Balance finden. Wie können wir das, was wir ja jeden Winter erleben. Ja? Ich halte jetzt seit 25 Semestern jeden Winter 43 Stunden Hauptvorlesung. Und natürlich sehe ich, und jeden Sommer auch. So, und natürlich sehe ich, da kommen die Studenten und da sind immer 10-20% dann dabei, die sind da am Schniefen und so weiter und kommen tapfer in die Vorlesung, was ja auch in Ordnung ist. Und solange das die sogenannten normalen Erkältungsviren sind, nimmt man das ja billigend in Kauf. Ja. Und irgendwann hat der Dozent das auch, weil die Studenten hinterher zu einem kommen und sich mit einem unterhalten. Und da bin ich auch nicht derjenige, der dann da panisch davon rennt. Nur jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben ein Virus, wo wir keine Basisimmunität haben. Und wir haben ein Virus, wo viele ganz harmlos erkranken werden, aber einige eben auch nicht, sondern die werden schwer erkranken oder auch versterben. Was empfiehlst du denn deinen Kolleginnen und Kollegen hier an der FAU, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Also ich glaube, das Wichtigste in einer solchen Situation, die uns alle unruhig macht, und ich bin da echt ganz offen, also ich denke auch jeden Tag darüber nach, ob das, was wir da besprechen oder was ich zum Teil auch selbst dann empfehle, ob das alles stimmt. Ja? Also kann man das so mit letzter Sicherheit sagen. Und ich glaube, was wir anerkennen müssen, ist, dass unser Leben und auch in einer solchen Krisensituation immer von einer gewissen Unsicherheit begleitet ist. Und wenn man das erstmal anerkennt und dann aber auch gleichzeitig sagt, dass wir auch Maßnahmen haben und die sind rational begründbar, die das Ganze helfen einzudämmen, dann ist das ja schon mal eine ermutigende Ausgangsnachricht. Ja. Und darauf müssen wir uns einlassen. Wir müssen uns einlassen auf die Bereitschaft, auch die positiven Möglichkeiten der Steuerung zu akzeptieren und anzuerkennen
und nicht nur jeden Tag, und das ist ja wirklich schon fast zur Volksseuche geworden, die entsprechenden Kurven im Internet anklicken und dann kriegt man ja die kumulativen Zahlen und die gehen natürlich sui generis jetzt erstmal permanent nach oben. Ja, die schaue ich natürlich auch an. Das macht mittlerweile jeder. Immer im Hinterkopf. Ja, und das ist natürlich extrem beunruhigend. Und umgekehrt wäre es dann auch mal wichtig, und auch da müssen wir ja wirklich daran arbeiten, dass wir auch mehr Informationen jetzt bekommen über auch die Verläufe in Deutschland. Wie viel wurden jetzt dann auch schon längst wieder nach Hause entlassen oder wie viel waren auch gar nicht im Krankenhaus? Ja, das sind ja auch wichtige Dinge, um da auch mal ein bisschen nicht nur Beruhigung reinzubekommen, sondern auch die Dimensionierung nicht aus dem Auge zu verlieren. Es ist eine schlimme Situation, die uns massiv auch mental belastet, auch alle, die da Entscheidungsträger sind und Empfehlungen rausgeben. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass es noch deutlich schlimmer wird. Ja, also davon gehe ich schon aus. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass wir jetzt völlig hilflos wären und nicht auch Dinge beherrschen können in einem Rahmen, der allerdings davon abhängt, wie rational und vernunftbezogen wir da rangehen. Gut, wenn du sagst, es wird deutlich schlimmer, womit wir alle rechnen, wird jetzt zunehmend der Fall eintreten, dass eine Kollegin, ein Kollege, ein Kommilitone, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, positiv getestet wird. Wie verhalte ich mich denn dann? Ja, also ich würde mal so sagen, ne? Das ist natürlich immer erstmal auch Theorie, aber wenn sich jetzt alle erstmal in deinem Umfeld so verhalten, wie wir das besprochen haben, dann ist ja eigentlich der Arbeitsplatz fast ein geschützter Raum. Ja? Ja, Voraussetzung, alle spielen da so mit. Aber es wird natürlich passieren, weil wir müssen auch einkaufen gehen, wir müssen ja irgendwie uns versorgen. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier in unseren universitären Räumen zurückziehen und irgendwie gibt es draußen eine imaginäre Welt, die dafür sorgt, dass wir weiterleben können. Sondern wir sind da Teil davon und deswegen wird es natürlich passieren und das ist auch jetzt am Klinikum natürlich das genauso der Fall sein. Es wird den einen oder anderen geben, die dann vielleicht leichte Symptome entwickelt haben, die dann positiv getestet werden. Und dann kommt die Frage auf, was machen wir jetzt mit denen, die jetzt Kontakt haben. Und da muss ich sagen, solange das wenigste sind, kann man natürlich das super nachverfolgen, aber es ist aufwendig, sehr aufwendig. Also wir haben irre viel Zeit in diese eine Situation investiert, weil das auch eine sehr zentrale Situation war. Die wir jetzt Ende Februar bei uns im Klinikum hatten. Genau. Und waren da auch, denke ich, sehr erfolgreich. Ja. Aber da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir das in der Zukunft für die deutlich höhere Anzahl von Patienten genauso machen können. Das kann niemand aufarbeiten. Ja. Deswegen gibt es dann nur folgende Regel. Diejenigen, die jetzt tatsächlich engen Kontakt hatten, und das ist ja auch definiert, also meinethalben über 15 Minuten in einem sehr engen Dialog, weniger als 1-2 Meter Abstand oder 2 Meter Abstand, oder halt tägliche Zusammenarbeit, da gibt es ja viele Konstellationen, wo man sich das vorstellen kann, dann würde man die Person, die diesen Kontakt hatten, sicherlich entsprechend instruieren, dass sie sich sofort melden müssen, wenn sie Symptome haben, ja, dass sie zu Hause dann auch tatsächlich häuslich quarantänisiert werden, ja, um eben auch die Weitergabe des Erregers zu vermeiden für den Fall, dass sie eben in der Phase der Inkubationszeit dann plötzlich auch anfangen, Virus auszuscheiden. Also das haben wir ja auch gemacht, also diese Kontaktpersonen des ersten Grades, dass die dann beim aufgetretenen Fall möglichst zu Hause bleiben, um eben weitere Infektketten natürlich dann zu unterbinden. Ja. Das muss ich dann nicht in die zweite und dritte nachgeordnete Kategorie, ja, weil sonst bricht da alles zusammen. Das wäre auch nicht vertretbar, ne, auch von der Krankenhaushygiene bzw. der Epidemiologie her. Aber die unmittelbaren, direkten Kontaktpersonen des ersten Grades, die müssen dann quasi häuslich abgesondert werden, wie das Gesundheitsamt das so schön formuliert. Was mir auch sehr häufig jetzt in den letzten Tagen passiert, es wenden sich besorgte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt an mich, sagen, in meinem Umfeld gab es eine Infektion, positiv getestet, bitte, bitte besorg mir einen Test. Ja, das ist ja auch, das ist natürlich bei uns jetzt auch im Klinikum eine durchaus ähnliche Situation. Da gibt es 2 Sachen dazu zu sagen. Der erste Punkt ist, ein negativer Test zum Zeitpunkt X
Meinethalben jetzt 2 Tage nach einem Kontakt zu einer dann erkrankten Person oder zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar schon symptomatischen Person, schließt natürlich jetzt nicht aus, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt selbst erkranke. Also die Inkubationszeit ist variabel, im Schnitt so 5-6 Tage. Die kann aber auch mal 13-14 Tage sein, und wenn ich jetzt also zum Zeitpunkt X da einen negativen Test habe, dann kann der X+1 oder X+2 positiv sein. Also insofern muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt nicht quasi den Eindruck erweckt, ja, da wirst du jetzt schnell getestet und dann ist alles in Ordnung. Ja. Das ist schwierig, und deswegen verfolgen wir eigentlich, und das wäre der zweite Punkt, die Strategie, dass wir primär testen, wenn es sich um Personen handelt, die dann auch selbst Symptome entwickeln, oder wenn es sich um wirklich sehr sensitive Bereiche handelt. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Situation haben bei uns auf der Knochenmarkstransplantationsstation, und ich muss es immer wieder betonen, all die normalen Krankheiten, die laufen weiter. Ja? Und die müssen versorgt werden. Und deswegen ist da natürlich mitunter auch eine Konstellation, wo ich sagen würde, gut, da teste ich jetzt meinethalben den Pfleger oder den Arzt, der jetzt vor ein paar Tagen Kontakt hatte zu jemandem, der dann diagnostiziert wurde, um zumindest mal einen Ausgangspunkt zu haben. Aber die müssen dann auch eben speziell eigentlich nur die Hygiene, die sie auch sonst einhalten müssen, wirklich 100% praktizieren. Denn auch bei denen gilt die gleiche Regel. Die können heute negativ sein und dann vielleicht 2 Tage später in die Inkubationszeit nicht nur kommen, sondern anfangen, Virus auszuscheiden. Und dementsprechend die Freitestung, wie das so schön heißt, das gibt ist es nicht. Keine wirklich valide Situation. Ja. Und deswegen machen wir das nicht. Und dazu kommt auch noch der Umstand, dass dann auch irgendwann die Testkapazitäten, wenn man das jetzt einfach mal weiterspinnt, den Gedanken, das sind dann ja plötzlich vielleicht 1.000, 10.000 Leute, die da einfach einen Test haben möchten. Also das wäre auch irgendwann nicht mehr zu leisten. Ja. Lieber Christian, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Wir haben wichtige Fragen angesprochen. Wir haben mit deiner Sach- und Fachkompetenz wichtige Antworten bekommen, die uns auch an der FAU Mut machen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, mit einer gewissen Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Ja, ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir auch aus dieser Krisensituation heraus uns nicht entmutigen lassen und dass wir mit Kraft und Besonnenheit vorangehen. Ein tolles Stichwort. Bleibt gesund, bleiben Sie alle gesund. Gleichfalls. Und alles Gute. Vielen Dank.